Ich habe mich dann selber in eine Klinik eingewiesen. Ich konnte meinen Alltag nicht mehr meistern, ich konnte morgens nicht mehr aufstehen, nicht mehr essen. Ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll und dann habe ich beschlossen, jetzt muss ich wirklich was ändern. Mein Name ist Lisa Helmich und ich bin glückliche Geigenbauerin in München. Das Geigespielen habe ich im Alter von 6 Jahren für mich entdeckt. Das war wie Liebe auf den ersten Blick. Also ich habe die Geige gesehen und gehört und das hat wirklich mein Herz zum Beben gebracht und das kann man mit Worten nicht beschreiben. Es war einfach mein Instrument. Es hat sich schnell herausgestellt, dass ich sehr, sehr ehrgeizig war. Ich habe jeden Tag stundenlang geübt. Schon in jungen Jahren war ich sehr, sehr erfolgreich als Geigerin. Ich habe erste Preise von Deutschland gewonnen und auch international Konzertreisen absolviert. Mein Traum war es damals, professionelle Geigerin zu werden. Ich wollte die Herzen der Menschen weltweit mit meiner Musik berühren. Mein Traum war mit immensem Aufwand verbunden. Ich habe jedes Wochenende, jede Ferien 6 bis 8 Stunden pro Tag geübt und hatte eigentlich keine Freizeit. Der Leistungsdruck lässt sich wie mit einer Balletttänzerin vergleichen. Also der ist einfach immens. Nicht nur der Konkurrenzkampf, sondern auch der Druck, den man sich selber macht und dieser Fokus auf jeden kleinsten Fehler, das war unerträglich. Diese Gefühle haben mich dauerhaft wirklich krank gemacht. Ich bin schwer depressiv geworden. Irgendwann war mein Leben einfach nur noch grau. Ich würde sagen, ab einem Alter von 12 bis 20 war ich fast durchgehend depressiv. Als ich dann mein Abitur gemacht habe, hat sich das Ganze extrem zugespitzt. Ich hatte wirklich gar keine Lebensfreude mehr. Ich wollte einfach nicht mehr leben. Ich wusste nicht wofür. Ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll und dann habe ich beschlossen, jetzt muss ich wirklich was ändern. Dadurch, dass ich von anderen und von mir selber immer über die Geige definiert wurde, wollte ich entdecken, wer ich eigentlich bin. Ich wollte wissen, wer ist Lisa, was sind vielleicht noch meine Talente, worum geht es im Leben? Im Leben geht es um Glücklichsein und ich wollte herausfinden, wie ich ein glückliches Leben führen kann. Ich habe mich dann selber in eine Klinik eingewiesen, weil ich gemerkt habe, dass ich mit einer normalen Therapie nicht weiterkomme. Und dort war ich 3 Monate lang und das hat mir wirklich geholfen, von Grund auf meinen Tagesablauf und meine Einstellung zum Leben zu ändern. Durch einen glücklichen Zufall bin ich auf die Ausbildung zur Geigenbauerin gekommen und habe dadurch dann den Weg zurück zur Geige gefunden. Um eine Geige zu bauen, brauche ich ca. 250 Stunden und ich mache alles per Hand. Ich säge, hobel, schnitze sehr viel. Das Lackieren ist natürlich auch nochmal eine ganz besondere Sache und dann das Spiel fertig machen. Da beschäftigt man sich dann damit, das Instrument so einzustellen, dass es sich gut spielen lässt und natürlich wunderbar klingt. Mich fasziniert am Werkstoffholz besonders, dass kein einziges Holz dem anderen gleicht. Also jedes Holz ist so individuell, wie auch jeder Mensch individuell ist. Dadurch ist es auch so wichtig, dass ich alles per Hand bearbeite, um diese hohe Qualität eben zu garantieren. Und es ist nicht vergleichbar mit einer Massenproduktion. Nachdem ich diesen Abstand zur Geige gewonnen habe und auf diese neue Art und Weise zurückgefunden habe, habe ich auch beim Spielen keine Angst mehr, sondern kann es wieder genießen. Mittlerweile spiele ich hauptsächlich für mich selber, um Freude zu empfinden. Ich bin dankbar für das wunderbare Leben, was ich mir bis jetzt aufgebaut habe. Heute ist die Depression nur noch wie eine schwache Erinnerung für mich, weil seit ich selbstständig bin und eigenverantwortlich mein Leben lebe, hatte ich keinen depressiven Tag mehr.